Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Studierende, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich grüße Sie heute am Donnerstag, den 16. April aus dem Studierendenwerk Ulm mit Informationen zur Exit-Strategie des Studierendenwerkes aus dem derzeit bestehenden Shutdown. Letzte Woche hatte ich bereits darauf hingewiesen, dass ich das beabsichtige und hatte auch über den Notfallfonds für Studierende gesprochen. Leider hat sich da noch nichts Neues ergeben. Die Verhandlungen verlaufen auf Bundesebene und dauern noch an. Ich hoffe aber, dass zum Ende der Woche hier ein erstes Ergebnis vorliegt. Muss Sie also in diesem Punkt weiter vertrösten, kann Ihnen aber jetzt etwas mehr dazu sagen, wie das Studierendenwerk in den nächsten Wochen agieren wird. Für eine Exit-Strategie brauchen wir natürlich bestimmte Grundannahmen und Informationen. Wir wissen mittlerweile alle, dass die letzten Hochschulen am 20. April in ein digitales Sommersemester starten. Entsprechend wird im Mai kaum oder nur vereinzelt mit der Anwesenheit von Studierenden zu rechnen sein. Ich gehe davon aus, dass sich diese Situation bis in den Juni hinein hinzieht. Das Wintersemester 2021 wird sogar erst am 1. November 2020 beginnen. Das heißt, es wird auch für uns zu Umsatz- und Mietausfällen führen. Ein Regelbetrieb an den Hochschulen, so wie wir ihn in der Vergangenheit kennen, wird wahrscheinlich erst wieder zum Sommersemester 2021 möglich sein. Auch dieser Regelbetrieb wird dann starke Digitalisierungsanteile enthalten, so dass ich auch hier mit Umsatz- und Mietausfällen rechne. In jedem Fall ist die Voraussetzung für die Wiederaufnahme unseres Betriebs die Möglichkeit, den Arbeits- und Gesundheitsschutz für unsere Kunden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewährleisten. Aufgrund dieser Basisannahmen kann ich ein wirtschaftliches Szenario aufstellen, wie sich das laufende Geschäftsjahr entwickeln wird und mit welchen Entwicklungen wir auch im Jahr 2021 rechnen müssen. Sie sehen hier, in einem ersten vorsichtigen Szenario gehe ich aus vom geplanten Jahresergebnis, das nur 11.933 Euro betragen sollte. Wir müssen jetzt mit Miet- und Umsatzausfällen von über 5 Millionen Euro rechnen. Unsere Kompensationsleistungen durch Kurzarbeitergeld und die Betriebsausfallversicherung können diese Ausfälle nicht auffangen. Wir rechnen hier lediglich mit knapp 400.000 Euro und wir haben einen geringeren Wareneinsatz, weil unsere Betriebe nicht auf sind. Das können wir auch gegenrechnen, sodass wir ein voraussichtliches Jahresergebnis von minus 3.049.000 Euro erzielen würden in diesem Szenario. Ich weise darauf hin, dass es sich hier nicht um ein Worst-Case-Szenario handelt, sondern lediglich um ein vorsichtiges Szenario. Das angestrebte Szenario ist, unsere Betriebe noch länger geschlossen zu halten, da unsere Betriebsschließungsversicherung bis Mitte Juni bezahlen würde und wir dann eine höhere Kompensationsleistung hätten, sodass der Verlust am Jahresende bei 2,3 Millionen Euro liegen würde. Das ist immer noch viel genug, aber wir haben die notwendige Liquidität, um diesen Verlust ausgleichen zu können. In Zukunft kann das aber nicht so weitergehen. Auch in einem Regelbetrieb in 2021 ist damit zu rechnen, dass eben starke Digitalisierungsanteile im Vorlesungscurriculum dazu führen, dass Umsatzausfälle von bis zu 20% entstehen. Unter diesen Umständen hätten wir mit einem Verlust von 1,5 Millionen Euro zu rechnen. Es ist klar, dass unter diesen Umständen dann Umstrukturierungsmaßnahmen notwendig werden und auch Beitragsanpassungen für die Studierende. Wir werden in jedem Fall darauf achten, diese Maßnahmen so sozial ausgewogen wie möglich zu gestalten. Was unseren Besucherverkehr angeht, wir haben ja derzeit für den Publikumsverkehr geschlossen, bleibt diese Situation bis 30. April erhalten. Also unsere zentrale Verwaltung
hier am James-Frank-Ring 8, das BAföG-Amt in der Söfflinger Straße 70 und die Abteilung Recht, Wohnen und Soziales in der Manfred-Börner-Straße bleiben also bis Ende April für den Publikumsverkehr geschlossen. In der Campusgastronomie werden wir im Mai jetzt, wenn die Bediensteten wieder da sind an den Hochschulen und einzelne Studierende, auf jeden Fall sicherstellen, dass unsere Automatenbetriebe wieder bestückt sind und regelmäßig aufgefüllt werden und dass auch die Kaffeemaschinen laufen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Campusgastronomie bleiben bis auf Weiteres zu Hause und werden dann bei Bedarf jeweils angefordert. Ich denke, dass im Juni voraussichtlich wieder ein eingeschränkter Betrieb, sei es durch Imbisswägen, Cafeterien, möglich sein wird und wir dann den Leuten, die da sind, To-Go-Angebote machen und eine Grundversorgung sicherstellen können. Die Mensen werden geschlossen bleiben, solange kein regulärer Vorlesungsbetrieb stattfindet. In unserer Kinderkrippe haben wir derzeit eine behördlich angeordnete Schließung. Solange diese Schließungsanordnung besteht, bleibt auch die Kinderkrippe geschlossen. Den Beitragseinzug haben wir bis dahin ausgesetzt. Ich möchte Sie schon heute auf meine beiden nächsten Videobotschaften hinweisen. Die nächste richtet sich vorzugsweise an die Studierenden, wird am 23. April erfolgen. Ich hoffe, dass ich bis dahin endlich mehr über diesen Nothilfefonds für Studierende sagen kann und vielleicht auf das eine oder andere Spezialthema, das die Studierenden beschäftigt im Umgang mit uns, eingehen kann. Für die Mitarbeiter wird es am 30. April interessant. Bis dahin liegen dann die Rechtsverordnungen des Landes spätestens vor und ich kann Ihnen Näheres zum weiteren Betrieb in der Campusgastronomie sagen, vielleicht auch in der Kinderkrippe und ich kann Ihnen sagen, wie wir dann künftig den Publikumsverkehr, der derzeit ausgesetzt ist, im Bereich BAföG, Recht, Wohnen, Soziales oder hier in der zentralen Verwaltung gestalten werden. Nun bleibt mir nur Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit zu danken. Bitte achten Sie auch in Zukunft auf sich und andere, indem Sie Abstand halten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.